Wow, wirklich wunderschöne Ausblicke hat man im Aostatal. Heute machen wir eine Reise durch den Norden Italiens. Imposante Berge sind dabei unsere ständigen Begleiter. Fahren wir doch mal gleich auf einen hinauf. Wir starten am Fuße des Mont Blanc, des Monte Bianco, wie die Italiener sagen. Unser Ziel? Eine spektakuläre Aussichtsplattform. Das Aostatal grenzt im Norden an die Schweiz und im Westen an Frankreich. Wir schauen uns die schöne Stadt Aosta an, werfen im Norden einen Blick aufs Matterhorn und im Süden auf den Gran Paradiso. Der Einfluss beider Nachbarländer ist überall im kleinen, aber geschichtsträchtigen Aostatal zu spüren. Das macht einen Urlaub hier interessant. Spannend, Fans von Aktivurlaub können auf den Bergen auch im Hochsommer Ski fahren und ein paar Höhenmeter darunter wandern oder einfach nur Dolce Vita machen. Dazu gehören auch die kulinarischen Köstlichkeiten der Region. Die weiße Wand. Hier sind wir am höchsten Punkt Italiens. Freuen Sie sich auf unsere Reise vom Mont Blanc ins Aostatal. Fantastisch, wunderschön. Diese 360-Grad-Aussichtsplattform liegt knapp 3500 Meter hoch. Der Monte Bianco ist heute aber nicht so gut zu sehen. Leider ist der Himmel zu. Es wird bald regnen oder schneien. Durch diesen Tunnel geht man zu einer Berghütte, die unterhalb der Aussichtsplattform liegt, und von dort starten die meisten Berg- und Skitouren. Das hier ist die Berghütte Torino. Tageslicht. Eine Gruppe aus Frankreich macht sich gerade fertig, um den Gletscher zu überqueren, auf die französische Seite. Offensichtlich gut gelaunt. Pourquoi? Eine Clownsnase, warum? Der Klone. Wohin geht ihr? Wir gehen zur Aiguille du Midi, über die Grenze. So heißt der französische Aussichtspunkt mit Blick auf den Mont Blanc. Wir gehen aus Sicherheitsgründen immer angeseilt, um nicht in die Gletscherspalten zu fallen. Und die da? Das sind Steigeisen, sonst kann man auf dem Eis nicht laufen. Durchs Eis. Durchs ewige Eis. Viel Glück. Schönen Tag. Wir bleiben auf unserer italienischen Aussichtsplattform und wärmen uns erstmal ein bisschen auf in der Kristallausstellung. All diese faszinierenden Quarze sind in der Gegend rund um den Mont Blanc gefunden worden. Die unterschiedlichen Farben hängen von den Temperaturen bei der Entstehung ab. Passend dazu das viele Glas, mit dem die Plattform gebaut wurde. Vor allen Dingen unter den Füßen macht das in dieser Höhe ordentlich Eindruck. Man gewöhnt sich, aber unserem Gehirn ist es trotzdem nie ganz geheuer. Das nutzen hier die Plattformbetreiber und haben deshalb auch einen Restaurantplatz mit einem Glasboden versehen. Fürs wohlige Gruseln beim Essen und Trinken.
Mein Begleiter Nicolo hat mich überzeugt. Jetzt lasse ich mich anseilen und schnalle mir die Steigeisen unter. Wir machen eine Wanderung auf Gletschereis. Grazie mille. Prego. Ja. Naso. Und weil auf 3500 Metern Höhe die Luft spürbar dünner ist, muss das Atmen geübt werden. Okay. Brava. Jetzt spüre ich es am eigenen Leib. Untrainiert sollte man hier nicht rausgehen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Wetter blitzschnell umschlagen kann. Das war's, mir reicht's. Aber einen guten Eindruck habe ich bekommen. Jetzt geht's talwärts ins hübsche Städtchen Courmayeur. Courmayeur ist ein traditioneller Luftkurort und wird wegen seiner Lage auch die heimliche Hauptstadt der Alpinisten genannt. Denn Fremdenverkehr gibt es hier schon seit dem 18. Jahrhundert. Schön ist das Heiraten vor der Alpenkulisse. Die beeindruckte schon recht früh die italienischen Adligen. Seitdem Königin Margarete von Italien einst in Courmayeur genächtigt hat, nennt sich das betreffende Haus bis heute Hotel Royal. Pré-Saint-Didier zeigt sich, auch bei anderen schönen Tätigkeiten ist der Anblick des Mont Blanc-Massivs eine echte Wonne. Jetzt zeigt er sich doch noch, der Monte Bianco. Das Thermalwasser war es übrigens, das die allerersten Gäste ins Aostatal lockte. Später war es dann weltbekannt, wegen des besonderen Weges, den das Wasser bis hierhin nimmt. Es kommt nämlich von ganz oben. Die Herkunft unseres Wassers ist etwas Besonderes im Vergleich zu anderen Thermen. Das Thermalwasser in unseren Becken stammt direkt aus dem Gebirge und nicht von unter der Erde. Vom Gipfel bis zur Quelle, auf seinem Weg hierher, reichert sich das Wasser immer mehr mit Mineralien an und wird immer wärmer. Schon die alten Römer kannten diese Quellen. Heute ist hier ein wahrer Wellness-Tempel entstanden. Das Kurhaus wurde schon 1834 errichtet. Später kam ein Spielcasino dazu, das heute auch als Thermalgebäude benutzt wird. Ab 1976 war der gesamte Komplex geschlossen. Erst 2005 ist alles erneuert und wiedereröffnet worden. Am nächsten Morgen wollen wir die Natur rund um Pré-Saint-Didier erkunden. Gleich neben der Therme beginnt ein Panoramaweg. Er führt am Fluss Dora di Verney und an einer kleinen alten Brücke vorbei zu einer modernen Aussichtsplattform.
Eine gute halbe Stunde läuft man bis zur Passerella Panoramica, die 160 Meter hoch ist. (2014) wurde diese Stahlbrücke für die Touristen eingeweiht. Und seitdem kann man den Thermalgarten von Pré-Saint-Didier von oben sehen. Das ist tief. Soll ich oder soll ich nicht? Für eine wunderschöne Moderatorin keine Frage. Das werde ich selbstverständlich für Sie ausprobieren. Ich sag gar nichts mehr, ne? Mir bleibt auch gerade die Sprache weg. Das ist ganz einfach. So easy. Go! That's cool. Der Umstieg zum nächsten Zipline-Flug geht über ziemlich steile Leitern, natürlich gesichert. Geschafft, ich hab's überlebt. Der Nachwuchs übt auch hier im Kletterpark. Es gibt Rundgänge mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden für jedes Alter. Von Pré-Saint-Didier fahren wir in die Stadt Aosta. Unterwegs halten wir an einer echten Naturschönheit. Man kann sich dieses Naturwunder auch erwandern. Es liegt am Camino Balteo. Das ist ein 350 Kilometer langer Wanderweg, der durch das gesamte Aostatal führt. Jetzt sind wir in Aosta. Und die alten Römer, das wundert jetzt niemanden, waren einst auch schon hier. Das heutige Straßennetz geht immer noch auf die römische Militärsiedlung zurück, die hier vor 2000 Jahren angelegt wurde. Und auch den alten Triumphbogen gibt es noch, den Augustus 25 vor Christus errichten ließ. Aosta war schon in der Antike ein extrem wichtiger Ort, ein für die Römer strategisch wichtiger Kontrollpunkt.
Denn hier kreuzten sich die Handelswege zwischen Nordeuropa, Gallien und Rom. Man sieht sie noch überall, die steinernen Zeugnisse römischer Macht in Aosta. Als die nachließ, kämpften viele um die Stadt. Am meisten die Franzosen mit der italienischen Dynastie Savoyen. Den Herrscherhäusern war dabei die gewachsene Kultur der Bewohner ziemlich egal. Besonders den italienischen Faschisten im 20. Jahrhundert. Dem Kopf der Widerstandsbewegung Émile Charnoux ist dieser schöne Platz im Stadtzentrum gewidmet. Aber kehren wir noch einmal in die ältere Geschichte zurück. Die Kathedrale von Aosta wurde erbaut im 4. Jahrhundert. Ihre Fresken am Eingang stammen aus dem 16. Und im Untergeschoss der Kirche gibt es noch einen antiken römischen Wandelgang, einen sogenannten Cryptoporticus, der wahrscheinlich ein Ort der Kaiserverehrung gewesen ist. So schnell geht das mit dem Zeitreisen in Aosta. Schon sind wir wieder bei den alten Römern. Buongiorno. Buongiorno. Ich bin Anne. Livia. Ciao, Buongiorno, Remy. ciao. Ciao, ciao. Benvenuta. Ja. Livia und Remy bringen mich zu den Resten des römischen Theaters von Aosta. Die 22 Meter hohe Fassade gibt einen Eindruck, welche Pracht hier schon vor 2000 Jahren herrschte. Am Abend wird sie eindrucksvoll beleuchtet. Das ist meine Familie. Mein Vater, meine Mutter und mein Bruder. Seit den 1980er Jahren gibt es diese Musikgruppe, die altes und neues Liedgut mit traditionellen Instrumenten zur Aufführung bringt. Tolle Instrumente. Was ist das alles? Questa è una ghironda. Das ist eine Drehleier, die gab es schon im Mittelalter, auch in den Alpen. Eine mechanische Geige, die mit dieser Kurbel gespielt wird. Wow, also was ganz Besonderes. Und jetzt La Musica? Oh, das ist fantastisch. Die Sprache, in der hier gesungen wird, ist die alte Mundart Patois. Sie ist im Aostatal noch ziemlich lebendig. Das Lied erzählt von einer Frau, die in ihr Dorf zurückkehrt und hört, dass ihr Mann gestorben ist. Am Ende erfährt man, dass sie erleichtert ist, weil er schon lange schwer krank war und sie ihn nicht mehr ernähren konnte. E me di play a ton mari e mi allegra. E me di play a ton mari allegra mi. Die Mundart Patois sprechen im Aostatal aktiv noch 70.000 Menschen, erzählt Remy. Anfang des 20. Jahrhunderts begann man die alte Sprache wieder aktiv zu pflegen. Und wir pflegen uns jetzt auch ein wenig. Das geht ganz gut im Aostatal. Also wie war das mit dem Patois? Ich beschäftige mich intensiv mit unserer traditionellen Musik, mache Recherchen im Aostatal und in den Westalpen. Das habe ich von meiner Familie. Meine Eltern haben das auch gemacht. Unser Repertoire besteht aus Liedern und Tänzen, die es in dieser dritten Sprache des Aostatals gibt. Hier spricht man Italienisch, Französisch und eben Patois. Das ist eine Art altes Französisch. Un antico francese.
Die Sprachwissenschaftler definieren Patois als franco-provenzalische Sprache, die aus dem Osten Frankreichs kommt. Es ist wirklich ein sehr altes Französisch. Soll ich dir etwas in Patois sagen? Bonjour à tutti, c'est la nutra vella e la vella pizzenta de tutto lo Alpen. Das heißt? Buongiorno a tutti. Guten Tag zusammen. Das ist unsere Stadt, die schönste Stadt in den Alpen. Eine sehr nette Begrüßung. Dankeschön. Ich habe Patois nicht als meine erste Sprache gelernt. Es war nicht meine Muttersprache. Damals dachte man, wenn man erst mal nur Patois spricht, dann gäbe es Probleme mit dem Italienischen in der Schule. Deshalb habe ich erst später, so mit 10 oder 12 Jahren, Patois gelernt. Bei meinen Freunden, weil ich Lust hatte, die Sprache zu lernen. Ja, und zusammen seid ihr viel unterwegs. Was machst du genau? Ich bin Schauspielerin, ich arbeite am Theater, manchmal auch fürs Kino oder Fernsehen. Ich inszeniere auch meine eigenen Stücke. Eines davon, wo wir gerade über Traditionen im Aostatal sprechen, heißt Sussurri, das Flüstern. Es erzählt, auch mit der Musik von Rémy, wie das Leben hier in den Tälern, in den Bergdörfern war, bevor die Technik Einzug hielt. Also so sehen die typischen Spezialitäten des Aostatals aus. Das ist Mozzetta-Schinken, weißer Speck, Schinken Jambon de Bosse, Salami, Aosta-Schimmelkäse, Fontina-Käse und Toma, noch ein Käse. Oh, das sieht ganz gut aus. Dazu passt ein Tourette, ein typischer Rotwein dieser Gegend. Wir befinden uns in einem Restaurant, das zu einem Spezialitätengeschäft gehört. Unbedingt zu empfehlen. Auch der Schinken Jambon de Bosse ist eine Aosta-Spezialität. Er wird in einem Bergdorf 1600 Meter hoch gereift und muss strenge Kriterien erfüllen. Erstens, der Schinken muss von einer bestimmten Schweinerasse aus der Po-Ebene stammen. Zweitens, die Ernährung darf nur aus Getreide bestimmter Regionen Italiens bestehen. Drittens, das Tierwohl. Wir dürfen die Tiere nicht in engen Mastställen aufziehen. Unsere Schweine haben viel Platz, können raus und reingehen. Wir haben die Auflage, sie so aufzuziehen wie im Mittelalter. Livia schlägt vor, nach dem Essen noch einen besonderen Ort in Aosta zu besuchen. Eine uralte Kirche, benannt nach dem populärsten Schutzheiligen im Tal, Ursus von Aosta. Der heilige Orso di Aosta starb 529 nach Christus und ungefähr in dieser Zeit soll an der Stelle hier die erste Kirche gebaut worden sein. Über die Jahrhunderte wurde sie ständig erneuert und verändert. Schön, nicht wahr? Stell dir vor, früher war die ganze Kirche noch voller wunderschöner Fresken. Doch dann ließ Giorgio di Chalon sie alle übermalen. Hier kann man das sehen. Giorgio di Chalon war im 15. Jahrhundert Prior der Kollegiatskirche Sant'Orso. Er ließ ein neues gotisches Gewölbe einziehen und dabei die ganzen Malereien aus dem 11. Jahrhundert einfach mit weißer Farbe überstreichen. Auf dem Dachboden der Kirche kann man sie noch sehen. Schau mal, was für ein Wunder. Diese Teile der Fresken liegen über dem gotischen Gewölbe und blieben deshalb erhalten. Denk mal, diese Fresken reichten einst bis ganz unten, also über die ganzen Kirchenwände. Hier kann man die alte Struktur, die alte Architektur tatsächlich noch gut sehen. Wirklich schön.
Ein echter Hingucker ist auch der Kreuzgang neben der Kirche. Die Kapitelle zeigen Heilige, Propheten, christliche Szenen und Fabeltiere. Sie sind aus dem frühen 12. Jahrhundert und zählen zu den bemerkenswertesten Kunstwerken im Aostatal. Schau, wie seltsam diese Säule aussieht. Es ist die einzige weiße hier. Stell dir vor, 1995 gelang es jemandem tatsächlich, dieses Kapitell zu stehlen. Also ersetzte man es durch eine Kopie. Der ist geklaut worden, der Schwarze. Aber wie ist das denn möglich? Das ist ja hier, da muss ja einer richtig so und dann... Unglaublich. Oh Gott, das ist wirklich unglaublich. Heute starten wir den Tag mit einem Ausflug auf den Berg Pila. Danach fahren wir nach Brăicevinia und hoch auf das Plateau Rosa zum Skifahren. Der Berg Pila ist so etwas wie der Hausberg der Stadt Aosta. Perfekt, um mal eben zu wandern oder zu klettern. Mit der Seilbahn oder im Sessellift bringen die Mountainbiker ihre Räder auf den Pila. Dort gibt es jede Menge Abfahrten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und auch Übungsstrecken. Und manchmal finden hier auch Wettkämpfe statt, wie 2021, die Jugend-Europameisterschaft im Mountainbike. Jetzt fahren wir Richtung Schweiz, nach Brăicevinia und zum Matterhorn. Ach, hier, da sieht man ja schon die ersten Schneeflecken. Wahnsinn. In Brăicevinia kann man wirklich jede Art von Wintersport machen. Alpinski, Snowboard, Bob und Skeleton. Kein Wunder, gleich daneben liegt das Matterhorn. Hier kann man auch im Sommer Ski fahren. Solange es grün ist, muss man nur ein wenig höher hinauffahren. Il Monte mi chiama. Auf 2500 Meter in Plan-Maison leiht man sich die Ausrüstung. Von Herbst bis ins Frühjahr kann man schon auf dieser Höhe Skifahren, mit Blick aufs Matterhorn. Jetzt ist es Anfang Juli, deshalb müssen wir bis zum Gletscher hochfahren. Oh, dann ist alles weiß.
Und wie gesagt, man kann hier quasi jede Art von Wintersport betreiben, wirklich jede Art. Ich bin verabredet mit einem mehrfachen Weltmeister im Speed-Skifahren. Ciao, sì, io sono Simone Origone. Hallo, ich heiße Simone Origone. Wir sind hier auf dem Plateau Rosa zwischen Cervinia und Zermatt. Und dort, hinter uns der Hügel, war in den 50er, 60er, 70er Jahren der Ort, zu dem alle Skischnellfahrer kamen, um den Weltrekord im Geschwindigkeitsski zu schlagen. Und wie schnell ist man da, wenn man da runterbrettert? Im letzten Rennen, das wir 1978 auf dieser Piste gefahren sind, hat der Amerikaner Steve McKinney 198 Stundenkilometer geschafft. Heute schafft mein Bruder Ivan 254,9 Stundenkilometer. Speed-Ski-Rennen, erklärt mir Simone, laufen folgendermaßen ab. Die sehr steile Strecke ist bis zu 1 Kilometer lang. Gemessen wird die Geschwindigkeit auf einem Teilstück zwischen 400 und 500 Metern. Der Rest ist Bremsphase. Bei diesem Rennen 2015 stellte Simone seinen Weltrekord über 252,632 Stundenkilometer auf. Und warum kickt dich das so schnell zu fahren? Das Schönste, Faszinierendste beim Geschwindigkeitsskifahren ist die Geschwindigkeit selbst. Das Wichtigste natürlich der Weltrekord. Aber der Sport hat sich entwickelt. Es gibt Wettkämpfe, eine Weltmeisterschaft, einen Weltcup. Aber der Rekord selbst, darum geht's uns eigentlich. Plötzlich landet ein Hubschrauber, den man mieten kann. Er bringt Sportler hier hoch. Die Leute haben ihre Mountainbikes mitgebracht, um durch Schnee und Geröll runter ins Tal zu fahren. Und hast du das auch schon mal gemacht mit den Fahrrädern? Nicht im Schnee, da bevorzuge ich die Skier. Das ist besser. Sehr gut. Wir machen aber jetzt kein Geschwindigkeitsfahren, sondern Spaßfahren. Fühlt sich gut an. Unser nächstes Ziel ist das Schloss Isogne im südlichen Aostatal. Das ist in der Tat eine komplett andere Klimazone. Hier ist Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wir sind mit T-Shirt unterwegs. Es ist super warm. Schloss Isogne ist in seiner heutigen Form eine Renaissance-Residenz. Die Umbauten dazu hat jener Mann vorgenommen, der in der Kirche Sant'Orso von Aosta die Fresken weiß übermalen ließ, Giorgio di Chalon. Dieser architektonisch ehrgeizige Geistliche bescherte dem Schloss seine heutige Hufeisenform und in seinen letzten Lebenstagen den ausgefallenen, schmiedeeisernen Granatapfelbrunnen, der kurioserweise Blätter eines Eichenbaums trägt. Zum Glück hat er diese Fresken nicht übermalen lassen. Obwohl man das bei ihm als Geistlichen vielleicht eher angenommen hätte, denn sie zeigen sehr weltliche Dinge aus dem Leben des Volkes. Soldaten, die ihre Waffen abgelegt haben und spielen. Auch eine Prostituierte, die einen Mann vom übermäßigen Alkohol abhalten will.
Die Szenen sind historisch sehr wertvoll, zeigen sie doch den Alltag um 1500. Schön, wenn man sich diese Szenen in fachkundiger Begleitung anschauen kann. Ich studiere das Schloss schon sehr lange. Außerdem war ich schon als Kind hier, weil meine Vorfahren über viele Generationen Aufseher im Schloss waren. Seit Ende des 19. Jahrhunderts. Als Kind habe ich im Hof des Schlosses gespielt, und zwar mit großer Begeisterung. Das stelle ich mir unheimlich spannend vor. Als Kind auf einem Schloss, wie war das? Natürlich träumt man als Kind von Grafen und Gräfinnen, von einem Leben in Reichtum, von einem Schloss voller Pferde und Ritter. Als ich es dann aber richtig studierte, wurde mir klar, dass ein Schloss Ende des 15. Jahrhunderts in einer alpinen Umgebung eine eher einfache Behausung war, in der man gut lebte, aber nicht im Luxus. Das Schloss Isogne musste seit dem Umbau im 15. Jahrhundert kaum Veränderungen verkraften. Das macht es besonders reizvoll. Und es bietet noch eine weitere Besonderheit. An den Wänden des alten Gebäudes befinden sich Sprüche, die über Jahrhunderte hier von Bewohnern und Besuchern hingekritzelt worden sind. Und niemand hat sie beseitigt, diese rund 600 historischen Graffitis. Zum Beispiel, wer den Herren dient, stirbt im Hospiz. Barucel, Tagliante und Baldessero haben hier mit dem netten Stringero gefeiert, 10. November 1567. Und es gibt auch, kurioserweise, viele skurrile Sprüche mit fast anstößigem Inhalt, die auch nie entfernt wurden. Das weist darauf hin, dass das Leben damals nicht so streng war oder voller Zwang. Es war eher heiter, fröhlich und verspielt. Heiter, verspielt und auch etwas derb. Das ist Französisch und heißt übersetzt Marc-Antoine und sein fetter Arsch. Da stehen nicht nur nette Sachen. An den Wänden von Schloss Isogne ist das Leben aufgeschrieben. Traurige Abschiede, Liebesschwüre und tragische Lebensweisheiten in Französisch, Italienisch und Lateinisch. Im Aostatal gibt es 82 Burgen und Schlösser. Kein Wunder bei der Wichtigkeit, die das Tal früher hatte. Man könnte jetzt mit den Schlossbesichtigungen weitermachen, tun wir aber nicht. Nur wenn es besonders schön ist, halten wir mal kurz an. Denn eigentlich wollen wir heute klettern bei den Wasserfällen in Lilas, gut essen in Cogne und eine Weinprobe in Villeneuve machen. Und hier müssen wir auch mal kurz anhalten, am Hotel Notre Maison. Der Besitzer zeigt uns eine seiner Erwerbungen, auf die er besonders stolz ist, seine Pelletanlage. Die Holzplättchen stammen aus den umliegenden Wäldern und werden nachhaltig gewonnen. In diesem Hotel ist alles öko. Es produziert den gesamten Strom, die komplette Wärmeenergie aus erneuerbaren Quellen selbst.
Das hat einige Investitionen gekostet. Dafür braucht man nun keine Kompromisse mehr machen. Das Hotel ist plastikfrei. Das Gemüse stammt aus dem eigenen Anbau oder der näheren Region. Die Gäste können E-Bikes leihen und klimafreundlich mit Zug und Elektroauto anreisen. Wir denken, dass wir nur eine vertretbare Zukunft haben werden mit einer Philosophie der Nachhaltigkeit. Das kann nicht sofort jedem gelingen. Aber wir müssen uns gegenseitig helfen, dass wir dorthin kommen. Also haben wir uns mit 15 anderen Hotels im Aostatal zusammengeschlossen, 12 Elektroautos zusammengekauft und nun bieten wir unsere Urlaubspakete so an, dass man das ganze Tal mit E-Mobilen besuchen und dabei auch viele Beispiele von nachhaltiger Landwirtschaft ansehen kann. Wir zeigen unseren Gästen Wasserkraftwerke oder auch Almen, wo der Ziegen- oder Kuhkäse produziert wird. Das alles organisieren wir zusammen. Unser Projekt heißt Grünes Aostatal. Und nach den Ausflügen wird man im hoteleigenen Pool nachhaltig erwärmt und entspannt im Urlaub auch mit einem ökologisch guten Gewissen. Nun sind wir auf dem Weg zu unserem Kletterfelsen. Er liegt im Naturpark Gran Paradiso, übrigens der erste Italiens. Benannt ist er nach der höchsten Gebirgskette der Gegend. Die Wanderwege von heute gehen auf Pfade zurück, die der italienische König im 19. Jahrhundert für seine persönlichen Jagdgesellschaften anlegen ließ. Und weil in dieser Gegend nur der König Steinböcke jagen durfte, haben hier viele überlebt, während sie in anderen Gebirgsgegenden ausgerottet wurden. Im Frühjahr kommen die Tiere aus den Bergen runter. Man kann sich ihnen dann bis auf 30 Meter nähern. Und hier kann man nicht nur über Steinböcke staunen, sondern auch über Murmeltiere, wenn man sie denn erstmal gefunden hat. Nicht ohne die Wand. Aber es wird jemand auf mich aufpassen. Mein Kletterguide heißt Corrado Gaspar. Er befestigt jetzt meine Sicherungsleine am Felsen. Seine Tochter Karen zeigt mir, wie es geht. Geh etwas nach rechts. Drück dich hoch.
Okay. Bon, merci beaucoup. Très bien. Sehr gut. Ça va. Abendessen gefällig? Bei Santino Gerard können Besucher Forellen angeln und er zeigt auch gerne, wie es geht. Die Angeln kann man hier ausleihen und man braucht bei diesem so gut gefüllten Teich auch gar nicht so viel Geduld, bis sich erste Erfolge zeigen. Santino hilft auch bei den schwierigen Dingen. Danach wird der Fisch gewogen und bezahlt. Oder man angelt erst mal weiter. Es sind ja noch genug da. Diese Adresse habe ich von Corrado Gaspar, meinem Kletterguide. Mit ihm und seiner Tochter Karen sind wir hier zum Mittagessen eingekehrt. Corrado isst Forelle aus Lilas. Karen und ich haben eine sogenannte Suppetta di Cogne bestellt. Cogne heißt der Ort hier. Also ich erkläre Ihnen jetzt, was Sie da gerade essen. Die Suppetta ist eine Reissuppe, die es wirklich nur in unserer Gegend gibt. Das ist deswegen auch was ganz Besonderes, weil es in den Bergen eigentlich keine Reisgerichte gibt. Aber die ersten Bewohner von Cogne kamen aus der Region Piemont, die bekannt ist für ihren guten Reis. Als sie also dann nach Cogne umzogen, gefiel ihnen zwar die schöne Hochebene hier, aber sie gingen noch oft in ihre alte Heimat ins Piemont zurück und brachten immer ihren Reis mit. Und sie vermischten ihn hier in dieser Art Suppe mit Fontina-Käse und dem hiesigen Brot. Das fehlt nie bei uns. In den Bergen wird dieses spezielle Brot zweimal im Jahr gebacken. Die Forelle liegt auf einem Bett von Gemüsepüree, umrahmt von essbaren Blüten. Mein Reisgericht ist mit Thymian und Sternanis verfeinert. Außergewöhnlich, aber lecker. Und was macht man hier so im Winter? Man kann hier Skilanglauf machen, natürlich alpine Skitouren, aber auch Eisklettern. Das ist hier wirklich möglich. Es gibt hier viele Wasserfälle, die zufrieren. Und man kann oben auf den Gletschern schöne Wandertouren machen. Ihr macht also das ganze Jahr Urlaub? Ja, man kann hier das ganze Jahr Urlaub machen. Sommers wie Winters. Hier ist es immer schön. Man kann so viele Sachen machen. Das ist echt toll. Unser Hotel ist historisch, fast 100 Jahre alt, gebaut 1925. Übrigens seit 1926 darf man in dieser Hochebene nicht mehr bauen. Deshalb ist Cogne bis heute ein kleines Dorf in den Bergen geblieben. Immer noch sehr authentisch, weil eben das Bauen verboten war. Und das ist ein Familienhotel? Ja, ich bin die 4. Generation. Mal sehen, ob die 5. Generation auch weitermacht. Alle Hotels in Cogne werden von Familien aus Cogne geführt. Das ist gut so, denn wir alle lieben das Tal. Lauras Familie hat viele Einrichtungsgegenstände ihrer fast 100-jährigen Geschichte bewahrt und auch aus früheren Jahrhunderten gesammelt. Die Deckchen in diesem antiken Wäscheschrank sind handgeklöppelt. Hat Klöppeln hier auch Tradition? Ja, sehr. Diese Tradition wird seit vielen Generationen fortgeführt. Die Mädchen beginnen damit in der Schule, sobald sie 9 Jahre alt sind. Ich zeige es dir. Okay.
Ich bin darin nicht sehr gut. Ich habe es auch in der Schule gelernt, dann aufgehört und erst vor 3 Jahren wieder damit angefangen. Aber es ist eine Tradition, die alle Frauen in Cogne pflegen. Das ist sehr hübsch. Und ist das für ein Kleid? Ja, sie werden heute auch an den Kragen von Damenblusen getragen. Die typische Tracht von Cogne ist etwas Besonderes. Sie unterscheidet sich von vielen anderen Trachten. In Cogne wurden sie bis Anfang des 20. Jahrhunderts getragen. Deshalb kamen auch so viele bekannte italienische Maler im 18. und 19. Jahrhundert nach Cogne, um hier zu malen, da das der einzige Ort in den Alpen war, an dem die Frauen die Tracht noch trugen. Hier wurden die Traditionen noch von Generation zu Generation weitergegeben, während sie an anderen Orten verschwanden. Gott, ich glaube, ich habe den Überblick verloren. Laura zeigt mir nun noch ein ganz besonderes Zimmer ihres Hotels. Diese mit Antiquitäten eingerichtete Suite hat nicht nur einen modernen, schwebenden Kamin, sondern auch eine Badewanne, mit der man in einer Glaskonstruktion in die Landschaft hinausfahren kann. Skulpturen aus Stein. Das Atelier liegt auf unserem Weg. Aber erst schauen wir uns noch kurz den Ort Cogne an. Für die meisten Besucher ist er Ausgangspunkt für Wanderungen im Naturpark Gran Paradiso. Es sind sehr verträumte Figuren. Ich mag es zu hören, was die Leute in ihnen sehen. Hier wahrscheinlich, dass sich 2 Figuren vereinen, dass es 2 Menschen sind, die sich mögen. Die Steine, die Donato verarbeitet, stammen alle aus dem Aostatal. Die Gneise kommen aus dem Naturpark hier und der grüne Marmor aus einem Steinbruch 20 Kilometer entfernt. Das hier ist Bardiglio-Marmor, grauer Marmor aus Ämaville, ein berühmter Stein. Er wurde schon von den alten Römern beim Bau der Stadt Aosta für viele dekorative Teile verwendet.
Ich muss Ihnen sagen, jeder einzelne Stein sagt mir, in welche Skulptur ich ihn verwandeln soll. Aus diesem habe ich mehrere Vögel gemacht, denn seine Maserung vermittelt mir den Eindruck, dass es sich da um Vogelflügel handelt. Und so sagt mir jeder Stein, was ich tun soll. Manche Steine müssen in mehreren Arbeitsschritten geschliffen werden, bis ihre Farbe und Struktur gut zur Geltung kommen. Und dann zeigt uns Donato, der übrigens viele Jahre als Ranger im Naturpark gearbeitet hat, noch seinen Weinkeller. Fast jede Familie im Aostatal stellt ihren Wein für den Eigenbedarf her. So hat es auch mit dem Weinberg der Familie Anselmet in Villeneuve mal angefangen, allerdings vor langer Zeit. Die Weinstöcke hier sind über 100 Jahre alt. Die Böden sind fruchtbar, doch die steile Lage macht den Anbau schwierig und den valdostanischen Wein dadurch oft zu einem teuren Tropfen. Die erste Erwähnung eines Winzers namens Anselmet gab es schon 1585. Doch erst 1978 entschloss sich die Familie, die Trauben nicht mehr nur für den Eigenbedarf zu ernten und hatte Erfolg. Von den ersten 70 Flaschen wuchs die Produktion an mehreren Standorten bis heute zu über 100.000 Flaschen im Jahr an. Man kann sich hier zum Verkosten gegen ein Entgelt anmelden. Das haben wir getan. Ein Chambolle Muscat. Die Rebsorte ist Muscatella. Sie wird zwar in ganz Europa angebaut, aber hier im Aostatal gedeiht sie besonders gut. Im Nachgang schmeckt er sehr, sehr anmutig, süß und fein. Sehr mild, sehr lecker. Seit 5 Generationen wird in unserer Familie Wein gemacht. Aber mein Vater war der Erste, der angefangen hat, den Wein zu verkaufen. Ich habe dann angefangen, Weinbau an der Universität zu studieren. Das wurde bei mir richtig zur Leidenschaft. Und so haben wir die Familientradition fortgeführt und versuchen, sie immer zu verbessern. Und jetzt ist auch mein Sohn in den Betrieb eingestiegen. Jetzt darf ich noch den Wein probieren, der aus dem 100 Jahre alten Weinberg stammt. Er heißt Prisonnier, das bedeutet Gefangener. Denn die Gegend, in der sich der alte Weinberg befindet, ist tatsächlich von Felsen umgeben, wird von ihnen gefangen gehalten. Ganz weich und rund. So schmeckt das Aostatal. Neuer Tag. Wir fahren ins Gressoney-Tal zu einem bemerkenswerten Schloss der italienischen Königin Margrethe und machen eine Wanderung zum Museum der Walser, einer weiteren Bevölkerungsgruppe im Aostatal. Aber zunächst erinnern wir uns noch einmal an die alte Handelsstraße, die durch das Aostatal führt. Hier bei Donas sieht man noch die Spuren der Wagenräder, die sich jahrhundertelang in den Felsen gegraben haben. Die Straße führte von Gallien über den großen St. Bernhard-Pass bis nach Rom.
Die Saint-Martin-Brücke über dem Fluss Lys ist eine der größten römischen Brücken der Antike und war Teil der Straße nach Gallien. Von hier aus geht es in die Nachbarregion Piemont. Das Gressoney-Tal, das wir bald erreichen, ist etwas weniger touristisch erschlossen und dadurch an vielen Stellen noch ursprünglicher. Das ist das Schloss Savoyen, das sich die italienische Königin Margarete um 1900 zu ihrem Vergnügen erbauen ließ. Das war die große Zeit der Spätromantik, in der mittelalterliche Burgarchitektur groß in Mode war, die Epoche, in der auch Neuschwanstein erbaut wurde. Königin Margarete wählte den Standort im Gressoney-Tal gegen den Willen ihres Mannes, wegen des grandiosen Blicks auf das Monte Rosa-Gebirge. Sie nutzte das Schloss als Sommerresidenz und machte von dort Ausflüge auf den Gletscher im Lyskamm, wobei die Hofgesellschaft sich aus Angst vor Sonnenbrand maskierte. Bei allem historischen Prunk, die Königin hat sehr moderne Bequemlichkeiten in ihr Schloss bauen lassen. Überall sind Leitungen für Licht, Klingelzug und Telefon verlegt. Und um das alles am Laufen zu halten, beherbergt das Schloss ein eigenes Kraftwerk zur Stromerzeugung. Die Küche lag wegen ihrer lästigen Gerüche in einem Außengebäude. Und weil das Essen ja beim Transport draußen nicht kalt werden sollte, war die Küche durch einen Tunnel mit dem Schloss verbunden. Es glitt auf Schienen in geschlossenen Trolleys die 30 Meter bis zum Hauptgebäude und wurde dort mit einem Aufzug in den Speisesaal gefahren. Da ist er ja schon. Hallo. Nicolas Vickery gehört der deutschsprachigen Volksgruppe der Walser hier im Tal an. Der Gemüsestand am Eingang des Dorfes ist zweimal in der Woche ein beliebter Treffpunkt für die Einwohner von Gressoney-Saint-Jean. Alles, was hier verkauft wird, kommt auch von den Feldern hier ganz in der Nähe. Ich weiß nicht, ich habe ja immer das Gefühl, hier schmeckt alles besser. Ja, ist das auch so? Es liegt wahrscheinlich an der Bergluft. Wie hoch sind wir hier? 1380, so ungefähr. Auf so einer Höhe hat man lange Winter. Das Land ist oft bis Ende April mit Schnee bedeckt. Entsprechend spät kann hier oben erst ausgesät werden. Aber der Boden ist fruchtbar. Die ersten Siedler, die ab dem 13. Jahrhundert hierher kamen, haben mühsam Getreide angebaut, später Kartoffeln. Heute ist vieles einfacher. Aber Gemüseanbau ist in dieser Gegend nach wie vor ein hartes Geschäft. Wie kommt es, dass ihr beide in Gemüse macht? Ne? Der Federico ist ja auch noch dabei. Das begann, als ich 2016 Federico kennengelernt habe. Da haben wir mit Kartoffeln angefangen und dabei sehr viele Sorten, die es in Europa gibt, ausprobiert. Heute bauen wir hier etwa 60 verschiedene an. Zum Vergleich, in Europa sind etwa 500 verschiedene Qualitätssorten gelistet. Und wie heißen die hier? Das ist Larat, eine alte französische Sorte. Diese Violette hier, das könnte eine blaue St. Galla sein, aus der Schweiz am Bodensee. Ja, wie schön ist das? Und hier so eine kleine. Die kleinen Zucchini sind die erste Ernte. Und man kann ja, glaube ich, sogar auch die Blüten essen, ne? Das habe ich auch schon mal gemerkt. Und ihr beiden seid Vegetarier? Siete vegetariani? Ich dachte, das könnte man ja vermuten.
Maisonneuve-Saint-Jean, erzählt Nicolas, wurde durch die Sommeraufenthalte der italienischen Königin Margrethe bekannt. Ihr Schloss haben wir ja schon kennengelernt. Bevor es fertig war, wohnte sie stets in dieser Villa. Die Villa, die Margrethe benutzte, gehörte einem Baron Bec-Pecotz, der später auch ihr Liebhaber wurde. Dann war er wohl zu Gast in ihrem Schloss. Ja, und da drüben zwischen den Bäumen sieht man das Schloss Savoia. Ja, Siehst da du die zwischen den Türme? beiden Tannen. Ja. Die Dächer der alten Walserhäuser sind mit schweren Steinschindeln gedeckt. Eine historische Handwerkskunst, die auch heute noch oft ausgeübt wird, im gesamten Aostatal. Ciao. Ciao. Boah, jetzt wissen wir endlich, woher das Hämmern kommt. Das ist ja hier wirklich Fleißarbeit. Wahnsinn. Jede einzelne Platte hattest du in der Hand? Ja. Oh. Wie schwer sind die? Die sind ja, glaube ich, ganz schön... Nee, nicht so viel. Nicht so viel? Starke Frau. Nicht so viel. Oh. Du machst das mit einer Hand. Hilfe. Also auch wenn du so stark bist, glaube ich nicht, dass du die alle hier hochgeschleppt hast. Wie kommen die Steine denn hier hoch? Mit die Hubschrauber. Oh ja. Ja, hier ist kein Weg, auch es kann keine LKW kann hierher fahren. Nee, ist schon klar. Früher wurden sie getragen. Okay, Ja. das heißt, die kommen an der Palette dann am Heli irgendwie und dann... Ja, hier daneben und dann tut sie dann aufs Dach. Oder, ja. Egle gehört zu denen, die wirklich wissen, wie es geht. Sie schichtet die losen Schindeln so ineinander, dass das Wasser über das Dach abfließt und das Holz darunter nicht nass wird. Einige Steine werden auch festgeschraubt, damit der Sturm oder eine große Schneelast sie nicht vom Dach drücken kann. Gut befestigt hält so ein Dach dann bis zu 300 Jahre. Und wie kommt das, dass du dieses Handwerk noch kannst oder gelernt hast? Also mein Vater sind 43 Jahre macht die Tache. Und so, ich bin mit meinem Vater und ich sage, schön, sehr schön arbeite. So, jetzt sind 14 Jahre, ich mache die Tache. Ja, das ist natürlich schon dann was Besonderes, Ja. wenn man das so von der Pike auf gelernt hat. Genau, noch, ne? von Generation zu Generation. Weitergegeben. Ja. Mhm. Vom höchstgelegenen Ort des Tals aus sieht man die Schweizer Berge. Von dort kamen im Mittelalter Menschen aus der Volksgruppe der Walser hierher. In einem kleinen, aber feinen Museum kann man sich vom Leben damals ein Bild machen. Die Futterkrippe der Tiere stand, wie damals üblich, in der Wohnstube, die durch das Vieh schön warm wurde. Mit cleveren Techniken machten die Walser das hohe Bergland fruchtbar. Im Gegenzug erhielten sie von den adligen Besitzern das Walserrecht und ihre persönliche Freiheit. So konnten sie sich zu Krämern und Kaufleuten entwickeln. Ab dem 16. Jahrhundert machten sie sich mit ihren Waren auf den Weg in die Schweiz und nach Süddeutschland. Oft waren es Stoffe und Kleider, die in der Winterzeit gewebt und gefertigt, im Frühjahr ausgeliefert wurden.
Ihre Sprache, das Walserdeutsch, das auch Titsch heißt, ist bis heute lebendig. Nicola setzt sich für den Erhalt dieser Sprache ein. In diesem Restaurant werden gerade Obst und Gemüse verarbeitet, das wir am Gemüsestand der beiden Federicos gesehen haben. Wir haben in Teig ausgebackene Zucchiniblüten bestellt. Die sind so unendlich. Und wie würde das jetzt heißen, wenn man sagt, das schmeckt aber sehr köstlich in diesem Ditsch oder in dieser Ditsch-Sprache? Das ist Ausnahme gut. Ah. Ja, es schmeckt Ausnahme gut. Mhm. Ja. Das ist eine ganz traditionelle Sprache hier. Das ist Regionetitsch. Das ist ein hochalemannischer Dialekt aus dem Wallis. Mhm. Und den haben die ersten Bewohner unseres Tales mitgebracht, als sie schon Ende des 13. Jahrhunderts ins Tal gekommen sind. Früher, jeder von uns hat die Sprache zu Hause erworben, also von Kind. Also meine Muttersprache ist Regionetitsch. Das Italienische kam erst danach. Auch im Kindergarten waren wir, ich denke, 11 Kinder damals in der ersten Klasse. Und wir haben 2 Tanten gehabt. Wir hatten 2 Tanten. Eine war die Tante mit dem Diplom, die wirklich unterrichten durfte. Und die andere war eine Frau aus dem Dorf, die als Dolmetscherin wirkte damals. Denn keiner oder fast keiner von uns konnte Italienisch. Und heutzutage, also als meine Kinder im Kindergarten waren, war die Lage ganz anders. Es waren 4 Kinder, die noch eine aktive Kompetenz vom Ditsch hatten. Ein paar andere hatten nur eine passive Kompetenz und die Mehrheit war rein italienischsprachig. Ich glaube, da kommt der zweite Gang. Ah ja, das ist der Reis. Risotto mit roter Beete und Toma di Gressonei, ein Käse aus dem Aostatal. Das duftet aber gut. Ja, lass es dir schmecken. Ja, ja. Der Ries ist sehr gut. Ja. Sie haben viel auch. Ja, am Käse kommt man bei euch auch nicht vorbei, ne? Nein, ich liebe Käse. Ich könnte ohne Käse nicht leben. Ein Kühlschrank ohne Käse ist für mich ein Albtraum. Das kann ich nachvollziehen. Zum Wohl. Das ist wie im Das ist wie überall. Ja, im Hochdeutschen, ja. Apropos Käse. Heute besuchen wir das Fontina Käsemuseum in Valpellin. Danach geht's hoch auf den großen St. Bernhard-Pass, dann zu einer historisch bedeutenden Festung und ein Picknick an einem wunderschönen See gibt's auch noch. Hallo. Diese Kälbchen wissen es noch nicht, aber sie werden in Zukunft die Milch für den berühmtesten Käse des Aostatals liefern. Der Fontina-Käse darf nämlich nur von 3 hier beheimateten Rassen stammen. »60.000 Laibe Fontina-Käse«. Die Milchbauern der Region haben ihren Käse hier abgeliefert. Die Kooperative kümmert sich um den Vertrieb. Und natürlich reift er hier auch. Jeden zweiten Tag wird gesalzen. Je länger sie lagern, desto dunkler werden sie. Im Wechsel mit dem Salzen werden sie abgebürstet. So verhindert man, dass sich Schimmel bildet. Fontina hat nie den genau gleichen Geschmack. Er wird aus Rohmilch hergestellt und dadurch ändert sich der Geschmack von einem Käseleib zum anderen. Außerdem, bei einer kurzen Lagerung von weniger als 3 Monaten bleibt der Geschmack viel feiner. Je länger man ihn lagert, desto intensiver wird der Käse.
Für viele Rezepte des Aostatals, zum Beispiel auch fürs Käsefondue, empfehlen wir eine nicht zu reifen Fontina zu verwenden, eine mittlere Reife. Ein Teil des Käses lagert hier in einem ehemaligen Bergwerk. Unter idealen Bedingungen, gleichbleibende 5 bis 10 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Im Museum nebenan wird die Geschichte des Original-Fontina-Käses erzählt. 1955 wurde er zum DOP, zum eingetragenen Markenzeichen. Aber seine erste Erwähnung geht zurück auf das Jahr 1717. Hier verläuft die Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Wir sind am berühmten großen St. Bernhard-Pass. Seinen Namen hat er von einem Heiligen, Bernhard von Aosta. Er lebte im frühen Mittelalter. Später wurde er Schutzpatron der Alpenbewohner und Bergsteiger. Eine Herberge hat er zu Lebzeiten hier erbaut. Daraus wurde das sogenannte Bernhard-Hospiz für all diejenigen, die damals diese gefährliche Alpenüberquerung machen mussten. Die Bernardinerhunde haben ihren Namen von dem Heiligen, denn schon früh hatten sie sich als Suchhunde bei der Rettung von Lawinenopfern bewährt. In einem kleinen Museum können Besucher beim Training der klugen Hunde dabei sein. Den St. Bernhard-Pass benutzten jahrhundertelang vor allem Pilger und Kaufleute. Aber er war auch immer ein wichtiger Übergang für militärische Aktionen. Das erste Mal wurde er von Julius Caesar in seiner Abhandlung über den Krieg in Gallien erwähnt. Im Jahr 1800 marschierte hier Napoleon mit 40.000 Soldaten vorbei, um Italien zu erobern. Sein Ziel, die von den Österreichern besetzte Po-Ebene. Aber 80 Kilometer vom großen St. Bernhard-Pass entfernt, sollte er auf ein großes Hindernis stoßen. Links neben der Festung liegt das Dorf Barth. Das hatte Napoleon nach 4 Tagen erobert. Die militärische Anlage auf dem Berg galt aber immer als uneinnehmbar. Durch das Dorf führt ein Weg hoch zur Festung. Es gibt aber auch Aufzüge. Oben angekommen kann man 5 Museen in der Festung besuchen. Eines betrifft natürlich die Geschichte der Festung selbst. Der Standort Barth wurde erstmals im Jahr 1000 befestigt und im Mittelalter dann weiter ausgebaut. Eine Abbildung aus dem 16. Jahrhundert zeigt die Festung mit einem zentralen Turm und 2 Mauerreihen, die die Festung umgaben. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Verteidigung mit weiteren Wällen verstärkt, die bis zum Dorf herunterreichten. Napoleon wählte den beschwerlichen Weg über den Berg und griff die Festung überraschend von hinten an. Aber er kam nicht rein. Es kam im Jahr 1800 zu einer 2-wöchigen Belagerung, mit der Napoleon nicht gerechnet hatte. So lange hielten die österreichisch-piemontesischen Truppen, die hier in der mittelalterlichen Burg stationiert waren, den französischen Angreifern stand. Nach der Unterzeichnung eines Waffenstillstands durften sie gehen. Aber als Napoleon auf seinem Rückweg hier noch einmal vorbeikam, ließ er die Festung Barth vollständig zerstören. Die Familie Savoyen ließ sie sofort wieder aufbauen, denn sie fürchtete eine neue Invasion. Der heutige Bau stammt aus dem Jahr 1830. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Gefängnistraktes kann man sich über den Angriff Napoleons und die einzelnen Stufen des Wiederaufbaus der Festung informieren. Die Festung Barth ist erst seit 2006 für Besucher geöffnet.
einem anderen Gebäudeteil gibt es ein Alpenmuseum, in dem man multimedial die Tiere im Aostatal, die Entstehung der Berge und die alpenländischen Traditionen kennenlernen kann. Bis in die heutige Zeit. Hier sieht man, wie jedes Jahr Karneval gefeiert wird. Und dann gibt es das noch, für viele der Höhepunkt in der Festung. 2015 wurden hier einige Szenen für den Film Avengers Age of Ultron gedreht. Captain America ist das beliebteste Fotomotiv. Wenn ihm der kräftige Hulk nicht die Show stiehlt. Das gesamte Personal der Festung half bei den Dreharbeiten mit. Das Filmteam kam aus Rom. Sie haben hier auf der Straße eine Kampfszene mit dem Hulk inszeniert, den wir da hinter uns sehen. Den gibt es in Wirklichkeit ja nicht. Er wurde erst in der Nachbearbeitung in die Szene eingefügt. Eine Winterszene. Doch es hatte in jenem Winter leider nicht geschneit. Obwohl wir mitten in den Alpen sind, gab es ausgerechnet mal keinen Schnee. Also wurde mit Kunstschnee gedreht. Man sollte ja denken, dass sich im Aostatal alles um den Wintersport dreht. Weit gefehlt. Hier kann man wandern, klettern, raften und auch Mountainbiken, wie wir wissen. Aber die Einheimischen haben noch mehr drauf. Das ist Rebatta. Je weiter der winzige Holzball fliegt, desto mehr Punkte gibt es für die Mannschaft. Boah, den sieht man ja gar nicht mehr. 2 Mannschaften mit je 5 Spielern dürfen 20 Schläge ausführen. Die Punkte ergeben sich aus den Metern, die erzielt werden. Wie signalisiert ihr die Anzahl der Punkte? Die Entfernungspunkte in der Nähe sieht die Schriftführerin selbst. Für die 5 machen wir so. Die 6 ist so, die 7 so, die 8, die 9, die 10, die 11, die 12 bis zur 16, 17. Ist das auch ein Sport für Frauen? Ja, auch für die Frauen. Es gibt Mannschaften mit Männern und mit Frauen. Und auch mit Kindern ab 5 oder 6 Jahren. Das ist immer sehr lustig und auch sehr interessant. Eine wirklich schöne Tradition. Eine echte Herausforderung für Anfänger ist es, den Ball in der Luft zu treffen. Nach einem so gelungenen Turnier gehen die Spieler aber nicht einfach nach Hause, sondern fahren eine halbe Stunde bergauf zu einem besonders schönen Ort. Wir kommen mit.
Und was ist das? Ein traditionelles Gericht? Das ist eine Speise aus Valpellin, die Valpellinense, ein typisches Ofengericht. Weißbrot wird mit Käse geschichtet und mit Brühe übergossen. Dazu etwas Zimt. Ah, okay. Et un petit peu de cannelle. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Bon Appetit! Zu der Valpellinense isst man Polenta. Die ist auch typisch fürs Aostatal. Sie wird mit Maismehl aus der Region hergestellt. Und darüber gibt man Brossa, einen speziellen Käse, der so ähnlich wie Sahne aussieht. Das ist alles. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für diesen wunderbaren Tag. Und mir fällt es jetzt natürlich richtig schwer, Arrivederci zu sagen. Dieses wunderschöne Aostatal wird definitiv unterschätzt. Eine Reise hierhin lohnt sich. Die Berge, die Seen, die Atmosphäre, diese tollen Menschen. Wir sagen Tschüss. Wir hoffen, es hat Ihnen auch gefallen. Bis zum nächsten Mal.